Park de Atracciones de Madrid. Ja, so ein, ja, wie eine Mono. Los geht's. Leute machen mich auch alle fertig hier. Danke für nix. Oh, Parkes, Alter. Junge, 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 Junge. So ein Looping, die machen mich alle ganz krank heute wieder hier. Was weiß ich. Nach unten. Aber ich verstehe so vieles nicht. Alter, 35 Minuten, da sehe ich mich gerade nicht. Der Mutterpark von Parques Reunidas. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits und einem Vlog aus Park de Atracciones de Madrid, der Mutterpark von Parques Reunidos hier in Spanien, in Madrid. Und wir nehmen euch heute mit durch den Park, durch den Tag, was da so geht, was da steht, was ihr da so machen könnt. Und wir müssen mal gucken, wie wir überhaupt erstmal reinkommen. Wir haben die Moviepark-Jahreskarte, damit kommt man for free rein. Aber wie wir die entweder in ein Ticket konvertieren oder ob man damit so durchsteppen kann, wissen wir noch nicht. Viertelstunde vor Parköffnung sind die Tore noch zu. Dahinter sind zwar Kassengebäude, aber ob das uns weiterbringt, wissen wir nicht. Und der Mitarbeiter, der da steht, sieht halt nicht wirklich aus, als ob er Plan hätte. Keine Ahnung, was wir machen. Schauen wir mal. Ja, wir gingen rein und es gibt ja noch einen Haupteingang, wo auch die Autos parken. Aber es gibt hier auch einen Guest-Service, dann da eben rum. Eine Gruppe mussten wir noch abwarten. Dann hätten wir noch eine Gruppe warten müssen, aber da wurde ein zweiter Schalter aufgemacht. Kurz die Jahreskarten hier hingehalten. Ja, hier geht. Also so schnell und dann hier direkt hier durchs Tor. Ratzfatz. Also haben wir uns natürlich jetzt in den Nickelodeon Express gesetzt. Der war gerade hier, es war gerade auf. Es ist ein Zug, der hier lang fährt und er hat so ein, ja, wie eine Monorail. Ja, das ist ein Bügel. Ja. Natürlich. Weil wir sind jetzt auch oben unterwegs. Los geht's. Ja, das war ja spektakulär. Also wir haben jetzt auch nicht viel erwartet, aber irgendwie ein bisschen ein Kännchen Öl wird dem Ganzen vielleicht nicht schaden. Aber das ist ein riesiges Nickelodeon-Land hier. Das ist schon cool, also was so alles gibt mit der Jeepfahrt von Dora und ein Demolition Derby mit den Jellies und also Sachen. Also wirklich viel. Auch noch mal hier eine Achterbahn. Die sind wir bereits gefahren. Da war die noch gelb, hatte aber trotzdem einen Hund vorne dran. Und jetzt ist es einfach das Paw Patrol, ja, Headquarter. Man fährt um den Turm auch drumherum. Aber man hat einfach ein Paw Patrol-Thema drüber gestülpt. Und jetzt haben wir hier noch einen Kiddie-Bereich, der aber generisch ist. Ach, das ist auch Spawn. Okay, dann doch nicht. Ja, aber das Nickelodeon Land ist da. Und jetzt haben sie einfach hier auf so einem Flieger. Ja, Sandy, Thaddeus sind da am Rand. Team T, Train de la Mine. Schon 20 Minuten? Alter, das kann doch gar nicht sein. Tatsache stehen da schon einige Leute. Verrückt. Gerstlauer Family Coaster. Da habe ich Bock drauf, hier nochmal zu fahren. Jetzt bleiben wir wieder hier stehen. Ich liebe es. Also die Leute, die müssen unbedingt vor und rennen und dann bleiben sie einfach stehen und wissen doch nicht, was sie machen sollen. Hier möchte man aber auch nicht drin stehen. Das ist ja Viehgatter sein Vater. Guck mal hier, ey. Ja, wir haben Bock, das Ding auf jeden Fall nochmal zu fahren und andere Leute haben scheinbar auch Bock, das Ding nochmal zu fahren. Komm, Kind, geh doch weiter.
So, jetzt sind aber beide an. Toll, das ist natürlich super. Ihr werdet jetzt, ich muss jetzt am Ton wieder basteln. Ich erzähle euch gleich wieder was. Das macht gerade zu viel Arbeit. Wir fahren eh gerade die Station ein. Das ist wieder geregelt, weil man muss hier seinen ganzen Krempel mitschleppen auf die Bahn. 35 Minuten gewartet. Was ist das jetzt schon wieder? Warum steigen die denn jetzt durch? Die Leute machen mich auch alle fertig hier. Ich wollte eigentlich noch was für euch filmen hier, aber die Leute schaffen es gerade nicht. Also die sind gerade reingelassen worden, weil noch 2 gesucht worden. Jetzt sind die durch den Zug durchgestiegen. Ah, jetzt kommen sie. Oh, schnell weg hier. Also das ist auch neu. 2 Leute werden noch gesucht, die melden sich und dann gehen die durch ihre Reihe durch und gehen durch den Ausgang raus. Danke für nix. Spannend. Ja, 35 Minuten haben wir gewartet. Die haben nämlich auch erst noch Testruns gemacht. Und auch nach, also abzüglich der Testruns, wo es dann losging, war es mehr als die 20 Minuten. Speedy Pass steht auch schon wieder voll. Ist der Park jetzt doch voll? Sind jetzt alle von vorne gekommen? Man weiß es noch nicht. Und TNT, Train de la Mine, ist wie gesagt ein Gerstlauer Family Coaster. Richtig cool, macht Spaß, ist relativ lang unterwegs, ist nicht ewig oder so, ne? Das Setting ist ganz cool, aber hier und da hat man auch einfach keinen Bock mehr gehabt, beziehungsweise bröckelt alles auseinander. Ja, diese Tunneldurchfahrten, wo diese Blinkenlampen drin sind, das hat ja voll Potenzial, aber irgendwie lässt man es liegen. Okay, hier sind es voll viele Menschen auf einmal. Aber auch hier beim Karussell, guck mal bitte, was ist denn, warum sind da so viele Leute? Ja, ist ein Dach drüber im Karussell, ja, weil es auch hier zwischen den Bäumen, so richtig harzige Bäume, weißt du, die alles so versauen, dazwischen steht. Dann gab es hier vorne ja den STD 80, ein Stück weiter hinten war noch eine kleine Achterbahn, so ein Kiddie Coaster, wo man in Flugzeugen sitzt, die unter der Schiene hängen und mitschwingen. Und hier gibt es dann noch eine, boah, ey, das Gefiech heute auch. Vertigo, das ist eine wilde Maus von Mack Rides und die wilde Maus hier ist die zweite, die damals im Bobbejaanland stand, wo noch 2 nebeneinander standen. Heute geschlossen, für uns jetzt nicht schlimm, weil wir jetzt wahrscheinlich eh nicht gefahren wären und den Count haben wir schon, aber das war die absurdeste Abfertigung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das hätte ich gerne noch mal gesehen oder noch mal gefilmt, aber das gibt's nicht. So wie die Suspended Monorail scheint auch nicht zu fahren. Ist auch so viel wieder zu. Oh, Parkes, Alter. Headquarter hier in Madrid in die Luft sprengen, ey. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, dass so Dinge in der Gruppe einfach Potenzial liegen lassen.
gesagt habe, hier irgendwie hat das alles kein Hand und Fuß, passt nicht so richtig zusammen. Hier ist so ein barocker Pavillon, so richtig hübsch. Und dann hast du aber hier so Industrial Maschinenmonster. Und auch der Freifallturm hier, der ist, weiß nicht, was für ein Thema der hat, aber der sieht auch eher nach Warnung und so aus. Also eher irgendwas mit Maschinen. Und das fand ich jetzt irgendwie unpassend. Und dann die anderen Gebäude, die hier stehen, auch dieser Shop, der passt dann auch wieder gar nicht optisch. Also irgendwie ist das hier ein bisschen gewürfelt, gell? Und die Wege finde ich auch komisch. Da geht es jetzt auch schon wieder lang. Keiner weiß wohin. Hier gibt es keine Beschilderung. Wir suchen eine Toilette. No pisar. Ich weiß nicht, was das heißt, aber wenn es das heißt, wäre es witzig. Ja, das Problem ist, wir suchen ein Klo und das würde ich gerne machen, bevor ich mich 35 Minuten für Tarantula anstelle. Aber da laufe ich jetzt gerade am Eingang vorbei. Auch unsexy. Und Abisso, was ist, ich weiß, vergesse mal, wie das Ding heißt. Abismo. Der Maura Rides Sky Loop, Sky Wheel, ich vergesse mal, wie es heißt. Mit Extended Track fährt auf jeden Fall sehr unregelmäßig. Das muss man auch mal gucken. Und hier ist noch der Lokflume. Muss man auch wissen, erkennt man, glaube ich, an dem People Dryer, der dann hier neben steht. Die Automaten werden geplündert, weil die ganzen Locations hier alle geschlossen sind. Junge, 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 Junge. Es ist, wir haben eins gefunden. Wir stehen ja jetzt hier bei Tarantula an und das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass sie hier nur einen Schirm haben quasi. Es gibt kein Stationsgebäude. Es gibt für den Ein- und Ausstiegsbereich, wo der Operator ist, gibt es so eine Markise zum Rauskurbeln. Aber auch auf zwei Seiten, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht und sonst den Nacken wegrösten würde. Und das letzte Stück ist dann für Anstehende so eine Drüberzieh-Plastikmarkise quasi in so einem Gestell. That's it. Aber auch hier wieder voll getaggt, Sticker, Uselitsch. Aber interessiert auch keinen irgendwie. Also jetzt nicht nur vom Parkseite aus, also gefühlt auch von den Leuten hier aus. Naja, andere Mentalität, wie man so schön sagt. Neben uns ist der Lokflume. Die Rücklaufsperre klingt manchmal so, als ob hier ein Gäste Skyfly wäre, bevor er fährt und alle schon die Flügel betätigen. Und wir haben noch ein bisschen was, aber wir haben auch schon einiges hinter uns. Es ist ein bisschen schleppend. Jo,
Ja, 35 Minuten hat gepasst. Wäre auf jeden Fall schneller gegangen, aber kam mal wieder so Speedy Pass busweise reingekarrt in die Bahn. Also Pflegezustand brauchen wir gar nicht drüber reden. Das Ding sieht kacke aus, ne? Wirklich schade. Aber das fährt sich ja wild. Also klar, auch da ist so ein bisschen mehr Liebe, wäre ein bisschen smoother vielleicht alles. Aber ey, Maura Rides Spinning Coaster, grandios und so große, ich liebe die Dinger einfach. In Alton Towers, der fehlt uns ja immer noch, das war ja ein Lost Count. Habe ich damals hier vor 9 Jahren, als wir das erste Mal hier im Park waren, fand ich Tarantula schon super stark und gefällt mir jetzt immer noch mega gut. Wie schnell man damit unterwegs ist, so, das ist krass. Bis müssen wir mal gucken, wann wir da jetzt gleich noch mal dran vorbeikommen. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Wir gehen mal, glaube ich, Richtung Tornado. Das ist ein Intermin Suspended Coaster. Letztes Mal, als wir hier waren, mussten wir Leute sammeln, damit wir genug zusammen haben, um fahren zu können. Und jetzt ist hier schon gut was los. Ja, der Lokflug, der ist auf jeden Fall ein bisschen hübsch gemacht worden. Sieht ganz nett aus. Zamperla Disc O gibt es hier noch. Und es dreht natürlich wieder mal ein Sierra-Wellenflieger im Barockstil seine Runden hier im Park. Und es gibt sogar von Hus Rides noch einen Condor hier. Also wir hatten ja schon den Topspin, Frisbee und Condor auch noch hier. Der vom Farbschema auch dahin passen würde. Ne, wir haben auch einen Eiffelturm. Warum ist hier ein Eiffelturm? Hin? Einfach eine Achterbahn im Stadtpark. Wie wild sieht das denn bitte aus, wenn das Ding hier so lang zimmert? So, wir haben uns jetzt weitergemacht, so ein bisschen runter in eine Art Sackgasse, würde ich mal sagen. Und zu Tornado. Und hier haben wir damals echt lang gewartet, um den Zug voll zu bekommen, dass wir fahren können. Jetzt müssen wir theoretisch 25 Minuten warten, um überhaupt mitzufahren. Aber es ist offensichtlich eine Bahn für das jüngere Publikum im Park und nicht das Familienpublikum. Weil Intermin Suspended Coaster, ich weiß nicht mehr, wie er war, deswegen müssen wir noch mal fahren. Ich glaube aber, dass das jetzt nicht die Offenbarung sein wird, aber ziemlich witzig. Ich verstehe auch nicht diese Looping-Konstruktion, dieser riesen Stützenkasten, der da drumherum gebaut ist, um so ein Looping. Die machen mich alle ganz, ganz, ganz krank heute wieder hier. Und ja, fahren wir mal.
Tornado gefahren. Die 25 Minuten, die angeschlagen waren, kamen auch ganz gut hin. Und Alter, wie unsäglich diese Station aussieht und wie ehrenlos das hier gepflegt wird. Was ich ganz witzig finde, ist, dass es schon wieder losgeht. Dass sie die Wasserkanister tagtäglich befüllen und entleeren in der Station scheinbar. Und die haben da echt dann an jeder Reihe ist so ein Schlauch und ein Hahn und es gibt einen zentralen Abfluss dann auch wieder, wo man die runter ablässt. Ist voll nicht ressourcensparend, aber hier läuft auch unendlich viel Wasser runter, was irgendwo hier aus dem Lokflum rausläuft, über die Wiese läuft und dann jetzt hier den Hang runter sickert. Ja, sind diese wie von den Impulscoastern die Bügel mit dem komischen Gurt an der Seite. Und das Layout hat halt, ja, die First Drop, der hier in so einer Kurve ist, Looping, Kurve, Looping, Kurve, Corkscrew und dann hier die Helix, die dir mal so den letzten Tropfen Blut im Körper in die Füße drückt. Und, oder raus? Nee, in die Füße rein. Aber es kribbelt in den Füßen. Was weiß ich. Nach unten. Fährt jetzt nicht super gut, smooth oder toll, aber auch nicht schlecht. Also es rappelt, aber geht absolut klar, vor allem für einen Suspended Coaster. Und er ist ja schon was älter. So. Wir haben ja bei wie Dragon, irgendwas mit Dragon im Joe's Sommerland von Intermin gesehen, dass sie das auch richtig gut können, Suspended. Und es gibt ja auch Suspended Thrill Coaster von Intermin, die auch ein bisschen anders unterwegs sind, die wir noch nicht gefahren sind, aber in China hat man da ja das eine oder andere sich mal hingestellt, was ziemlich cool ist. Und von daher war das jetzt gar nicht so verkehrt. Aber auch wieder eine Bahn, wenn man die schon gefahren ist kein Grund, den Park nochmal zu besuchen. Aber wir haben das gestern auch also nachdem wir beim Park Warner waren und uns unterhalten haben, später gesagt, ey, wenn du noch nie hier warst, lohnt sich das richtig. Vor allem Warner mit diesen großen B&M-Kisten und so, das ist halt aus Six Flags Zeiten so richtig US-amerikanischer Freizeitpark-Charakter und auch die Größe der Bahn und die Art der Bahn. Und das ist dann eigentlich ganz cool wieder. Und auch hier ist das ist so die europäische Antwort eigentlich so ein bisschen darauf mit dem Portfolio an Coastern. Hier gab es mal so einen Small World Dark Ride, der hat aber ein Jahr oder beziehungsweise in der Saison, wo wir das erste Mal hier waren, hat der nicht wieder geöffnet. Walking Dead gibt es hier auch als Attraktion und tolle Deko am Starflyer, ein Panzer. Ich weiß nicht, warum jetzt hier ein Panzer beim Starflyer als Deko steht. Aber Starflyer machen wir jetzt mal ein bisschen Übersicht verschaffen von oben. Und das wird dem Dark Ride total schade. Aber das Gebäude steht hier immer noch und es wird nicht anders genutzt. Das verstehe ich auch wieder nicht. Aber ich verstehe so vieles nicht im Leben. Wir haben noch kurz überlegt, La Jungla zu fahren. Dschungelfloßfahrt, Towboat Ride. Alter, 35 Minuten, da sehe ich mich gerade nicht. Es ist ja Stani-Mani, ne? Towboat Ride. Ich würde einmal kurz hier von oben noch mal runter gucken wollen. Klar. Von oben runter gucken ist ein gutes Stichwort. Die Suspended Monorail fährt inzwischen auch. Und es gibt hier im Park übrigens auch einen ziemlich schicken Burger King. Und es gibt auch einen Domino's. Gestern gab es auch einen Starbucks. Ich habe das hier jetzt noch nicht gesehen, aber es könnte natürlich auch gut sein. Und hier ist nochmal der Blick runter auf den Haupteingang. Hier ist irgendwie so eine Warteschlange von Leuten, die die Suspended Monorail fahren wollen. Stabil. Und dann noch einmal hier zu Abismo hochgegangen und Maurer XK, dann halt wie ihr es im Skyline Park kennt, aber wenn ihr hier runterkommt, wird ein bisschen versetzt gefahren, es geht hoch und es geht dann hier so ein Stückchen weiter und dann hinten auch noch mal rum. 40 Minuten. Ich stehe null auf die Teile, vor allem am allerwenigsten auf die Züge bzw. die Bügel, diese XKs. Funktioniert nicht, passt bei mir nicht, also passt, ich kann fahren, aber voll unbequem, finde ich nicht gut. Und jetzt ist ja auch nur ein Zug drauf. Ich weiß auch damals, da mussten wir auch hier warten, dass wir komplett sind und jetzt sind hier 40 Minuten geschenkt. Also ich habe schon gelesen, einige finden die Bahn super geil. Ich lasse euch den Platz in der Schlange frei.
Kumpels, das war's. Parque de Atracciones Madrid, der Mutterpark von Parques Reunidas und die Kette, zu dem der Moviepark Germany auch gehört. Wir sind durch. Witzig ist, der Haupteingang ist zweimal der Eingang, den wir als Seiteneingang hatten. Oh, guck mal, ist das dumm? Ja, natürlich ist das dumm. Warte, ich drehe euch mal so. Dann sieht man das ganz gut. Ja, wo ist jetzt Exit? Da entweder da das Drehding oder da sind auch grüne Pfeile. Grüne Pfeile ist gut. Ja, wir sind durch. Wir haben soweit alles gemacht, was wir machen wollten oder auch nicht wollten. Und soweit auch alles euch gezeigt, was es so gibt. Habt einen kleinen Einblick bekommen als Erstbesucher. Wenn du noch nie hier warst, ist das cool. Wir waren vor 9 Jahren hier und es gibt nicht irgendwie eine einzige neue Sache. Das ist ein bisschen schade. Aber wir fahren jetzt noch hier in Madrid zu einem anderen kleinen Freizeitpark. Das habt ihr im monatlichen Daily Vlog gesehen. Und wenn man in Madrid ist, Zeit hat und vor allem so eine Moviepark-Jahreskarte oder ähnliches, den einfach so mitnehmen kann im Park, dann ist das schon ganz okay. Dann passt das. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr zum neuen Video hier auf dem Radview YouTube-Kanal. Peace!